Hallo! Um mit VL arbeiten zu können, verwendet man das Tool VM-Maestro. In diesem Video erhältst du eine Einführung in dieses Programm. Du erfährst, wie du es herunterlädst und einrichtest, welche Modi das Programm hat und wie du dort Topologien aufbauen und konfigurieren kannst. Das Tool kannst du dir ganz einfach herunterladen, indem du zuerst einmal die IP-Adresse deines VL-Servers in einem Browser eingibst, in meinem Fall ist das Chrome, und dich dort dann mit dem UVM-Admin-Account anmeldest. Wenn du dann angemeldet bist, gehst du hier links auf VL-Server, Download und dann hast du hier mehrere Versionen. In meinem Fall habe ich eine Windows 10 64-Bit-Version und lade mir das entsprechende Setup herunter. Sobald du VM-Maestro heruntergeladen, installiert und gestartet hast, muss man es mit dem VL-Server verbinden. Beim ersten Mal starten öffnet sich automatisch ein Pop-up-Fenster, bei dem du hier unter Server die IP eingeben kannst. Außerdem solltest du dann darunter die Benutzername und Passwort von einem User angeben, der die Berechtigungen hat, Topologien zu erstellen. Bei mir ist das Guest und Guest. Nein, wir wollen keinen Hinweis zu unserem Passwort speichern. Sollte sich das Pop-up-Fenster bei dir nicht geöffnet haben, ist es auch kein Problem, dann kannst du hier unten auf den Schlüssel drücken und hier deine Master Credentials ändern. Außerdem solltest du darauf achten, dass bei allen 4 Webservices ein grünes Häkchen ist, denn sonst kannst du nicht mit VL arbeiten. Sollte das nicht der Fall sein, heißt das, dass der Server für VM-Maestro nicht erreichbar ist. Das kann entweder daran liegen, dass falsche Credentials angegeben sind, die falsche IP angegeben ist, der TCP-Port 19399 von der Firewall blockiert wird oder dass du und der Server einfach keine Verbindung zueinander haben. VM-Maestro hat 2 Hauptmodi, die kann man hier oben rechts sehen. Da gibt es zum einen den Design-Modus, in dem kann man seine Topologien aufbauen, und den Simulationsmodus, in dem kann man die Netzwerke dann konfigurieren und testen. Also lass uns jetzt einmal eine ganz einfache Topologie aufbauen, indem wir 2 Router und einen Switch platzieren. Hier links unter Nodes sehen wir unsere Geräte. IOSV ist zum Beispiel ein Router, IOSV-L2 ist ein Switch und ein Server ist dann ganz normaler Ubuntu-Server. Du kannst ein Gerät auswählen, indem du einfach einen Linksklick darauf machst und dann einen weiteren Linksklick auf der Zeichenfläche machst. Verbinden kannst du diese Geräte, indem du auf Tools gehst, das Connect-Tool auswählst und weiter einfach einen Linksklick auf die Geräte machst. Mit welchem Interface die Geräte verwendet werden, kannst du sehen, indem du das Select-Tool auswählst und einen Doppelklick auf das Gerät machst. Dann kannst du hier das Interface sehen und unten bei Properties es auch ändern, wenn du möchtest. Außerdem gibt es noch nützliche Annotationen, wie zum Beispiel ein Rechteck, womit du Sachen farblich hinterlegen kannst, eine Linie oder du kannst auch ganz einfach Text irgendwo hinschreiben. Damit du jetzt deine Topologie starten kannst, musst du hier oben unter Configuration auf den Knopf Build Initial Configurations drücken. Der sorgt dafür, dass die Geräte schon mal eine gewisse Grundkonfiguration haben. Dies musst du allerdings nur dann machen, wenn du auch wirklich ein neues Gerät zu der Topologie hinzugefügt hast. Ansonsten reicht es einfach, die Simulation zu starten. Jetzt fragt es mich, ob ich es speichern möchte. Ja, möchte ich. Ich möchte nicht sehen, welche Konfigurationen von AutoNetKit gemacht wurden. Und nun kann ich in den Simulationsmodus gehen und hier oben auf den grünen Launch Simulation Knopf drücken. Die Simulation ist dann gestartet, wenn alle Geräte auf Reachable geschalten wurden. Nun kannst du die Geräte konfigurieren. Dafür drückst du einmal Rechtsklick auf einen Router, Telnet und dann to its Console Port. Dann öffnet sich hier unten rechts ein kleines Fenster, wo man dann den Router konfigurieren kann. Diese Variante kann ich allerdings nicht sehr empfehlen, da die Fenster manchmal verbuggt sind und nicht sehr gut optimiert sind. Für Kleinigkeiten wie IP ändern reicht es aber allemal. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir drücken erst einmal Enter, Enable, das Passwort bei allen Geräten ist standardmäßig Cisco klein geschrieben, ins Configure Terminal, ins Interface G01 und geben ihm die IP-Adresse 10.0.0.1. So, der eine Router ist schon mal konfiguriert. Dann gibt es noch den anderen Router.
Den konfigurieren wir jetzt auf eine andere Art, und zwar mit einem anderen Programm namens PuTTY. Dafür schauen wir trotzdem zuerst hier nach, was für eine IP und was für einen Port dieser Router hat. In dem Fall ist es 192.168.89.128.17.002. Jetzt können wir PuTTY öffnen und diese IP hier eingeben. Genauso den Port. Und den Connection Type auf Telnet ändern. Nun sind wir über PuTTY mit diesem Router verbunden. Jetzt können wir den hier auch ganz normal konfigurieren. Cisco conf t int g01 IP address c002 und schon haben wir beiden Routern eine IP-Adresse zugewiesen. Jetzt testen wir das Ganze, indem wir versuchen, von diesem Router hier den anderen zu pingen. Dafür geben wir einen Ping 10.0.0.1 und wir sehen Success Rate 100%, das Netzwerk ist richtig konfiguriert. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.